Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es darum, wie wir beim Starten des Autos die gewünschte Einstellung für Start-Stopp einstellen können, also an oder aus, und auch den Fahrmodus, den gewünschten Fahrmodus einstellen können. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt. Wie ihr gesehen habt, werden die Modi automatisch eingestellt, sobald man das Auto startet. Normalerweise machen wir solche Änderungen oder Konfigurationen mit der ForScan Software. Ich habe alle möglichen Parameter überprüft, kein einziger hat funktioniert. Ich habe mich auch bei den ForScan-Entwicklern rückversichert, ob man das Ganze denn einstellen kann. Die haben mir bestätigt, Stand heute, man kann es nicht einstellen. Das ist zumindest mal der Stand Ende 2021. Vielleicht wird es in Zukunft möglich sein, wer weiß. Es ist allerdings nicht möglich. Und wie so oft in den letzten Videos oder in den letzten Monaten gibt es viele Leute, die sich beschwert haben, mein Start-Stopp funktioniert nicht, ich will es, dass es funktioniert. Jetzt, wo es funktioniert, gibt es natürlich dann auch Leute, die sagen, ich möchte, dass es permanent ausgeschaltet ist. Wie ihr seht, der eine so, der andere so, jeder wie es gerne haben möchte. Und ich versuche jetzt zumindest mal euch zu zeigen, wie man das Ganze denn automatisiert eingestellt bekommt. Falls euch diese und ähnliche Themen interessieren, abonniert doch meinen Kanal. Ist komplett kostenlos für euch und zeigt mir, dass ihr Interesse an solchen Themen habt. Hier nochmal etwas, was ich sagen möchte in Bezug auf Änderungen, weil der ein oder andere Kommentar unter einigen Videos, ich sage jetzt mal, nicht so positiv war. Deshalb alle Änderungen führt ihr natürlich auf eigene Gefahr durch. Das ist ja ganz klar. Das Zweite ist, wenn ihr keinen Spaß an solchen Änderungen habt oder irgendwelche Bedenken habt oder Angst habt, Änderungen durchzuführen, dann führt sie doch einfach nicht durch. Ob durch solche Änderungen eine Garantie verloren geht oder der Garantieanspruch verloren geht, muss jeder selber für sich entscheiden. Natürlich wird Ford sagen, sobald eine Modifikation stattgefunden hat, erlischt die Garantie. Würde ja jeder Hersteller machen, würdet ihr, wenn ihr der Hersteller wärt, genauso machen. Es ist natürlich fraglich, ob wenn ich jetzt am System hier ein Update durchführe, mir aber hinten rechts ein Reifen abfällt, ob das eine mit dem anderen was zu tun hat und der Abfall des Reifens ein Garantieanspruch ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Somit macht euch selber Gedanken, ob ihr Änderungen durchführt, egal ob per ForScan, ob am Sync oder Hardware-Änderungen. Macht euch selber Gedanken, ob ihr das Ganze machen wollt oder nicht, und dann macht ihr es einfach oder ihr genießt einfach das Video und schaut, wie es denn gemacht werden könnte und was denn so alles möglich ist. Gäbe es nicht Leute, die gerne experimentieren und mal was ausprobieren, dann gäbe es verschiedene Software- und Hardware-Lösungen gar nicht erst. Aber okay, das als kurzer Exkurs. Gut, ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze denn funktioniert. Wir haben festgestellt, über ForScan Software kann es nicht gemacht werden. Wie können wir es denn sonst bewerkstelligen, dass wir die Modi beim Start eingestellt bekommen? Und hier ist es so, wir simulieren einfach einen Tastendruck, nämlich als ob wir selber auf die Taste drücken würden, Start-Stopp oder der Fahrmodi, und dann stellen wir den gewünschten Modus ein. Hier hat sich ein kluger Kopf, nämlich der Piotr, Gedanken gemacht an seinem Auto, wie er das Ganze einstellen kann, und hat eine Platine entwickelt, die beim Starten genau das simuliert, nämlich als ob jemand den Knopf drücken würde. Hier nochmal Dziękuję bardzo, Piotr. Er hat mir nämlich dieses Gadget zur Verfügung gestellt und mich gebeten, ein Video drum zu machen, mal ein bisschen auszutesten. Ich habe es jetzt seit über 2 Wochen im Einsatz und kann euch nur bestätigen, das Ding funktioniert bestens und hat sonst keine Nebenwirkungen oder sonst irgendwas. Das Ding ist einfach genial und macht genau das, was es machen soll. Okay, ich zeige euch jetzt mal, was in dem Paket drin ist. Als allererstes haben wir das eigentliche Gadget und dann ist im Paket noch enthalten ein Isolierband und Klipse, damit wir dieses Gadget an die Kabel anbringen können, wie auch ein sogenannter Stromdieb, damit wir auch die Spannung an das Gerät bekommen. Das Ganze
muss natürlich noch ans Auto angeschlossen werden. Hierfür brauchen wir einen Stecker, der befindet sich im Beifahrerfußraum und an den müssen wir ran. Dazu machen wir die Verkleidung ab, einfach mit bisschen Gewalt das Ganze zu sich ziehen. Das Ding, also die Verkleidung ist mit Clipsen befestigt. Ihr könnt das Ganze abziehen, wenn ihr wollt. Ich habe jetzt hier nur den vorderen Teil abgemacht, um dann halt den Zugriff auf den Stecker zu haben. Das Ganze ist ein wenig tricky, weil man dann jetzt nicht so viel Platz hat, um an den Stecker zu kommen. Allerdings alles möglich. Zusätzlich noch das Ganze zu filmen, ist natürlich schwierig. Deshalb verzeiht mir, wenn die eine oder andere Aufnahme nicht so ganz gelungen ist. Aber wir gehen da unten rein. Dort unten ist nur ein Stecker vorhanden. Den müssen wir abmachen, also die Steckverbindung abmachen. Wir drücken auf das Plastik in der Mitte und machen den Hebel nach unten. Und dann können wir den Stecker nach unten abziehen. Wir können das Gadget an beiden Steckern anbringen, an denen ich gerade abgezogen habe oder an den, der am Auto dran ist. Ich befestige das Ganze, und so sagt es auch die Anleitung von Piotr, am Stecker vom Auto. Diesen Stecker müssen wir zuerst mal vom Auto lösen, einfach ein bisschen nach links, rechts drehen und versuchen zu sich zu ziehen. Das habe ich hier schon mal ein bisschen vorgearbeitet und gelöst. Ich zeige euch jetzt nur, wie es im Prinzip geht. Und oben ist noch das Kabel mit einem Clips befestigt. Genau das gleiche. Bisschen hin und her drehen, ziehen und dann ist der Clips auch schon ab. Und man kann den Stecker dann schon nach außen bringen. Ist das erledigt, müssen wir jetzt unser Gadget nämlich an den Stecker anbringen. Hier blende ich euch ein, wo die Kabel angeschlossen werden müssen, steht aber auch genauso in der Anleitung. Die Kabel haben Farben, an denen könnt ihr euch orientieren. Der Stecker hat noch ganz kleine Nummern aufgedruckt und dort seht ihr auch, welche Nummer welches Kabel hat. Mit den beigefügten Clipsen können wir jetzt das Gadget an die einzelnen Kabel anbringen. Einfach Kabel reinlegen, zusammendrücken, pressen und schon wird das Kabel leicht angeritzt und hat Kontakt. Das gleiche machen wir natürlich auch mit dem Kabel vom Gadget und schon hat das Kabel Kontakt für die Masse. Dann noch einen Anschluss für Start-Stopp und natürlich noch an die Leitung für den Fahrmodus. Nachdem wir das Ganze gemacht haben, kleben wir das Ganze noch kurz zu mit dem beigefügten Isolierband, einfach nur um sicher zu gehen, dass die Clipse nicht aufgehen. Danach wieder in umgekehrter Reihenfolge das Ganze zusammenbauen. Also nochmal den Stecker ans Auto befestigen, dann den Stecker unten einstecken, den Hebel hochziehen, damit die zwei eine Verbindung haben und zu guter Letzt oben dann natürlich noch das Kabel mit dem Clips fixieren. Und dann noch die Seitenverkleidung dran machen und wir sind schon durch. Als nächstes kommt Plus. Hier müssen wir an den Stromkasten, ist auch unten im Beifahrerfußraum, einfach das Ganze mit einem Ruck abziehen. Dann haben wir Zugriff zum Stromkasten und dort nehmen wir die Sicherung Nummer 3, können dort den Stromdieb einstecken und das Pluskabel vom Gadget damit verbinden. Ich habe an dieser Sicherung schon meine Dashcam angeschlossen, somit habe ich dort schon einen Stromdieb angeschlossen und verbinde das Ganze dann damit und damit hat sich die Sache. Das war's mit dem Einbau, wie ihr seht, relativ schnell und einfach. Bei mir sah es vielleicht ein bisschen unbeholfen aus, weil die Kamera dann noch im Weg war und ich versucht habe zu filmen. Deshalb hat das Ganze nicht so funktioniert, aber ansonsten habt ihr da ja, ein bisschen mehr Platz, wenn keine Kamera dazwischen ist und dann ist es eine Sache von 5, maximal 10 Minuten, dann seid ihr damit schon durch. Im nächsten Schritt heißt es jetzt nur noch, dieses Gadget zu programmieren bzw. einzustellen. Also ihm zu sagen, was er beim Starten machen soll. Das Gadget funktioniert folgendermaßen: Sobald es Strom bekommt, startet es, sendet dann die gewünschten Simulationen bzw. den Impuls auf den jeweiligen Knopf und das war's. Danach ist das Gadget im Prinzip nur noch auf Standby und macht nichts mehr. Und wir müssen dem Gadget jetzt sagen, was es beim Starten machen soll. Das machen wir nämlich ganz einfach auch über die Knöpfe hier, indem wir den Knopf jeweils ein bisschen länger gedrückt halten und das Gadget gibt uns durch einen Beep-Ton die Rückmeldung, in welchem programmierten Zustand das Gerät ist. Also drücke ich den Start-Stopp-Knopf 3 Sekunden und es ertönt ein langer Beep-Ton, ist das Gadget aus. Sprich, der Start-Stopp-Knopf bleibt auch aus. Drücke ich nochmal den Start-Stopp-Knopf für 3 Sekunden, ertönt ein
kurzer Piepton und ich weiß, das Gerät ist aktiv. Bedeutet, beim Start sendet es einen kurzen Impuls und schaltet somit Start-Stopp auf Aus. Das Ganze kann man halt immer wieder durchspielen. Also wenn ich jetzt noch mal 3 Sekunden den Knopf drücken würde, würde er nochmal ausgehen. Kann man jederzeit programmieren. Bei dem Fahrmodus haben wir ja, zumindest mal ich, 3 unterschiedliche Fahrmodi. Normal, Eco und Sport. Und auch hier durch einen Piepton, also durch einen langen Piepton, einen kurzen Piepton oder 2 kurze Pieptöne signalisiert uns das Gadget, welcher Modus eingestellt ist. Drücke ich jetzt 3 Sekunden auf den Fahrmodus-Knopf, ertönt ein langer Piepton, ist es der Standardmodus, der eingestellt ist und das Gadget macht also beim Start nichts. Drücke ich 3 Sekunden da drauf und ertönt ein kurzer Piepton, weiß ich, dass beim Start ein Impuls gesendet wird und somit wird bei mir der Eco-Modus ausgewählt. Und drücke ich nochmal 3 Sekunden auf diesen Knopf, piept das Gadget 2-mal und ich weiß, beim Start wird der Sportmodus ausgewählt. Es gibt noch eine zusätzliche Möglichkeit der Konfiguration bei diesem Gadget, nämlich, dass der Fahrmodus erst verzögert eingestellt wird. Das habe ich bei mir gemacht. Es kann sein, dass noch nicht beim Start nicht alle Module hochgefahren sind und ein zu frühes Drücken würde quasi dazu führen, dass der jeweilige Fahrmodi nicht eingestellt wird. Ich habe bei mir jetzt eine Verzögerung von 10 Sekunden eingestellt und das machen wir folgendermaßen. Wir drücken den Knopf einfach 6 Sekunden lang und es ertönt ein kurzer Piepton. Erfolgt ein kurzer Piepton, weiß ich, 10 Sekunden sind eingestellt. Drücke ich den Knopf weitere 3 Sekunden, also nicht nur 6, sondern 9 Sekunden, würden 2 kurze Pieptöne ertönen. Und dann hätte ich eine Verzögerung von 30 Sekunden eingestellt. Also erst nach dem Starten des Autos, 30 Sekunden später, wird dann der Fahrmodus eingestellt. Ihr könnt das Ganze gerne ausprobieren mit direktem Einstellen, also ohne Verzögerung. Ich habe es jetzt bei mir mit 10 Sekunden eingestellt. Das klappt wunderbar, bevor man das Auto also einschaltet und dann wirklich losfährt. Vergehen in der Regel 10 Sekunden und dann ist man auf der sicheren Seite. Zusätzlich hat Piotr noch die Möglichkeit geschaffen, einen zusätzlichen Impuls zu senden. Das wird jetzt zum Beispiel bei unserem Ford Focus oder bei meinem jetzt nicht benötigt, aber gegebenenfalls bei anderen Autos, dass man noch einen zusätzlichen Impuls sendet, um einen weiteren Modi einzustellen oder ja, vielleicht irgendwas anderes zu bewerkstelligen. Ich brauche es auf jeden Fall nicht. Also bei mir funktioniert alles mit der Standardeinstellung, also ohne den zusätzlichen Impuls. Ja, ich verlinke euch dieses Gadget auf jeden Fall unten in meiner Videobeschreibung, hier in dem Video, wie auch auf meiner Internetseite. Ihr könnt dort das Gadget dann beim Piotr erwerben und ja, ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß, wie es mir macht. Also das Ding ist echt Hammer. Vor allem finde ich es richtig gut, dass da jemand ist, der Software und Hardware beherrscht und so ein kleines Gadget bauen kann, sehr professionell bauen kann, also nicht irgendwie zusammengelötet, sondern wirklich professionell zusammengebaut hat, inklusive einer Anleitung, wie man das Ganze denn installiert, wie man das Ganze programmiert und es tut genau das, was es tun soll. Das war es soweit zu diesem Gadget. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir bleibt nur noch eins zu sagen, nämlich bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!